Lene hängt gleich mit ihrem ganzen Körpergewicht hier dran. Body Suspension heißt das. Lene hilft das, sich in ihrem Körper zu spüren, aber auch mit Trauer umzugehen. Ich hätte so noch die Hoffnung, dass mich das auch ein bisschen mehr wieder mit mir selbst verbindet, vielleicht auch mit meinen Gefühlen verbindet. Aber wie können solche heftigen Schmerzen Lene bei der Trauer helfen? Und wo hängst du dann jetzt gleich? Ich habe keine Ahnung. Da oben an den Balken. Das ist Luis, der später mit Lene die Suspension machen wird. Er ist seit Jahrzehnten in der Szene am Start und hat schon mal mit Lene eine Suspension gemacht. Der Haken an der Also Sache. zwei von denen. Wir sind noch nicht ganz sicher, welchen wir nehmen. Scheiße! Wir nehmen entweder die, da müssen wir 4 nehmen, und wir nehmen eine Nummer größer und dafür aber nur 2. Eine Nummer größer als das da. Ich hatte noch nie nur 2 im Rücken. Ja, das sind nur 2. Ja, letztes Mal hatten wir 4. Wie ist das jetzt so für dich, wenn du hier jetzt stehst und weißt, du hängst hier gleich? Ja, es wird langsam ernst. Also ich habe schon doch ein bisschen aufgeregt, bin ich jetzt auch. Wie war das so bei deiner ersten Suspension? Das war schon krass. War weniger schlimm als gedacht. Und es tut ja auch eigentlich nur beim Stechen so richtig doll weh. Danach ist es nicht so wirklich Schmerz, sondern eher so weirdes Gefühl und zwischendurch piekst es mal ein bisschen, aber die meiste Zeit ist es eher so seltsam als schmerzhaft. Und da ging's dann. Um mit Lene drüber zu quatschen, was so eine Suspension bedeutet, treffen wir uns mittags. Lene nimmt viele schöne Gefühle mit, aber auch belastende Dinge. Du hast mir erzählt, dass du dieses Jahr 3 Menschen verloren hast, die dir nahestehen. Wie hilft dir diese Suspension, damit besser umzugehen? Wir werden sehen, ob es überhaupt hilft, aber was ich gemerkt habe, ist, das war wirklich viel, mit dem ich umgehen musste dieses Jahr. Und ich habe gemerkt, bei der letzten Beerdigung konnte ich nicht mal mehr weinen. Das war einfach zu viel, es war so ein bisschen Trauer-Overload. Was ja bei der Hook Suspension ein zentraler Teil ist, ist diese intensive Körperlichkeit und diese Unmittelbarkeit, die das hat. Das finde ich auch total faszinierend daran. Das ist eine körperliche Erfahrung, aus der man sich in dem Moment gar nicht entziehen kann. Und ich hatte so noch die Hoffnung, dass mich das auch ein bisschen mehr wieder mit mir selbst verbindet, vielleicht auch mit meinen Gefühlen verbindet oder mir hilft, denen auch den Raum zu lassen, die sie brauchen, weil das fällt mir oft schwer. Was während der Suspension passiert, weiß Lene noch nicht. Lene ist schon länger in Therapie und struggelt immer wieder mit Depressionen. Mit der Therapeutin spricht Lene offen über Body Suspensions. Man hört irgendwie Trauer, Abschied und dann geht es um so ein Ritual, wobei man sich sehr stark selbst verletzt. So, wo ist für dich der Unterschied zu selbstverletzendem Verhalten in dem Moment? Ich empfinde das halt überhaupt nicht als selbstverletzendes Verhalten. Gar nicht. Ich glaube, der Unterschied zu selbstverletzendem Verhalten ist, dass ich das in einem sehr kontrollierten Umfeld jetzt mache, mit anderen Leuten, die da auch Erfahrung mit haben und irgendwie mir beistehen. Und das ist eben nicht um diese, also weiß ich nicht, wie gesagt, für mich war selbstverletzendes Verhalten immer eher so eine Überforderung. Ich weiß nicht wohin, deswegen mache ich jetzt was kaputt und das bin dann halt ich. Und da sind dann ja immer sehr isolierte Momente. Und das ist das ja jetzt ja nicht. Das ist was sehr unisoliertes und was sehr, was in der Gemeinschaft irgendwie stattfindet und auch nicht, und ich auch nicht als destruktiv empfinde. Es ist nichts, was eine Zerstörung irgendwie zur Folge hat. Ich will eine bestimmte Erfahrung machen und dieser Schmerzreiz ist ein Weg dahin. Das findet aber ja in einem sicheren Umfeld irgendwie statt. Und ich fühle mich dabei geborgen und sicher und nicht isoliert. Trotzdem unproblematisch ist das nicht. Darüber spreche ich auch gleich noch mit einem Psychologen. Zusammen mit ihrem guten Freund Merlin sucht Lene jetzt Hölzer und Kräuter für eine Meditation aus. Freunde dabei zu haben, ist für Lene gerade extrem wichtig. Nach der kurzen Meditation geht's ans Piercen. Und die Dinger machen mich echt fertig. Und das kommt dann quasi hinten durch den Rücken. Und rein, tief ein.
Also. Gehen wir es durch. Trotz der Schmerzen geht's Lene aber... Ja, ganz gut. Mich interessiert, wie kalt ich bin. Du siehst ein bisschen verstört aus. Nein, ich bin nicht verstört. Es ist einfach nur so, dass sowas, das sollte eigentlich nicht in deinem Rücken stecken, sondern in so einem Bauregal sein oder irgendwie sowas. Und das sieht echt martialisch aus. Ich war auch so ein bisschen eingeschüchtert, ob ich die jetzt nehmen will, weil die so aussehen wie... Sieht aus wie was ich zum Klettern nutze. Ja, genau. Jetzt kommt das Pulling. Luis verschnürt Lene und testet, ob die Haken sitzen. Das Vordehnen der Haut macht Lene ready fürs Hängen. Wie fühlt sich das jetzt an, diese Haken so im Rücken zu haben? Es ist halt so wie, als würde jemand die Haut noch ein bisschen festhalten. Ja, und halt wie so ein kleiner, oder wie wenn man so eine, weiß ich nicht, hattest du mal irgendwo eine Wäscheklammer irgendwie auf der Nase oder was weiß ich, so ein bisschen. Das ist so ein Zug drauf. Aber viel mehr ist es nicht. Bevor Lene jetzt gleich in der Luft hängt, will ich aber noch mal von einem Psychologen wissen, kann eine Body Suspension beim Trauern helfen? Das ist Dr. Johannes Hennings. Er hat in seiner Arbeit als Psychiater viel mit PatientInnen mit Selbstverletzung zu tun. Eine klare Grenze, wenn Sie so wollen, das ist immer schwierig zu ziehen. Es kommt immer darauf an, was für eine Funktion das Ganze hat und wann es eingesetzt wird, wie häufig es eingesetzt wird. Also aus der psychologisch-psychotherapeutischen Sicht ist es, glaube ich, keine funktionale Strategie, zum Beispiel einen Trauerprozess durchzustehen. Dass es kurzfristig zu angenehmen Gefühlen führt, keine Frage. Ich glaube, sonst wird es nicht gemacht werden. Das ist manchmal, also gerade in der Therapie dann auch sehr wichtig. Spätestens da ist es sehr wichtig herauszufinden, was ist denn der Grund, warum ich das überhaupt mache. Also nur eine Body Suspension hilft nicht alleine beim Trauern. Aber klar ist auch, Trauern ist voll individuell. Und für Lene ist eine Suspension auch mehr als das. Ein Jahresabschluss, sich mit ihren Gefühlen stärker zu connecten, eine Art Belohnung für alles, was sie halt geschafft hat. Bevor sich Lene jetzt gleich an dieses Seil mit einem Haken hängt, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, lasst mal gerne ein Abo da, wenn ihr es auch spannend findet. Und mit Glocke, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Und dann geht's los. Also wenn man das jetzt so mit der Haut so sieht, der Körper ist halt in einem absoluten Ausnahmezustand, produziert Adrenalin, Endorphine, der Körper versucht halt irgendwie diese Schmerzen unter Kontrolle zu kriegen und dadurch entsteht halt auch dieses Hochgefühl, was Lene gerade spürt. Aber dadurch kann halt auch der Kreislauf zusammenklappen. Und das ist halt voll gefährlich. Alles ziemlich intensiv. Jetzt braucht Lene erstmal einen Moment für sich, zusammen mit Merlin. Dann die Haken raus. Was krass ist, jetzt muss die Luft aus der Wunde rausmassiert werden. Die kommt während der Suspension halt unter die Haut. Alles, damit sich später wirklich nichts entzündet. Wie geht's dir jetzt? Ganz gut, mir geht's gut. Ich hatte gerade so ein sehr ein schönes Weinen, als ich alleine war. Das war schön. Also da kam so ein bisschen das Emotionale, was ich jetzt aber bei der Suspension selber gar nicht so doll hatte. Ich war auch überrascht, wie sehr ich noch da war. So beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, ich war sehr
viel mehr im Tunnel und jetzt konnte ich schon noch mehr auch interagieren mit der Welt. Kamen irgendwie so ein paar Sachen an dich ran, während du jetzt gehangen hast? Also ich hatte das eine Lied hat so ein bisschen Erinnerung ausgelöst. Das habe ich auch deswegen in die Playlist gepackt, weil ich wusste, dass ich das assoziiere mit einem Konzert, auf dem ich vor 4 Jahren mal war. Und halt auch noch einem Menschen, der jetzt nicht mehr ist und mit dem ich damals bei dem Konzert war. Das habe ich sehr bewusst so gewählt, dass das in der Liste ist. Deshalb. Und das hat auf jeden Fall was gemacht. Wie war es für dich? Das würde mich interessieren. Es war für mich so, mir sind direkt Tränen in die Augen geschossen, als du quasi so oben warst und dich auch selber hochgezogen hast, weil für mich war das so quasi direkt so der Gedanke so, oh, quasi was verarbeitest du gerade oder was fühlst du gerade, was dich quasi so weit getrieben hat, quasi zu sowas zu greifen. Das war halt so dieser erste Moment, und wo ich dann auch dachte, das ist völlig der falsche Gedanke eigentlich. Und dann fand ich halt so diesen Moment mit Merlin auch mega cute, so einfach euch beide dann so zu sehen. Und ja, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Das war jetzt eine super intensive Erfahrung. Wie lange dauert das, bis man sowas verarbeitet hat? Ich denke, dass so in den nächsten Tagen und Wochen das so ein bisschen tröpfchenweise, stufenweise sich nach und nach aufarbeiten wird. Was echt wichtig ist, Lene macht auch weiter ihre Therapie. Denn eine Suspension alleine kann nicht andere Therapien und Trauerarbeit ersetzen. Boah, also emotional war das heute schon so ein kleiner Kopfweg, weil normalerweise habe ich halt Trauer und Schmerzen oder Verletzungen immer mit was Schlechtem verknüpft. Was es halt auch sein kann, aber nicht unbedingt sein muss in so einem kontrollierten Umfeld, wie wir das heute zum Beispiel erlebt haben. Wenn euch das auch so überrascht hat, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Und checkt mal dieses Video von meinem Kollegen Philipp, der hat Josie getroffen, die isst psychedelische Pilze gegen ihre Angststörung. Dieses Gefühl, irgendwie ausgeschlossen zu sein, hat mich halt dann ganz oft begleitet. Boah, ich bin voll nervös und ich mache mir eine Woche vorher schon den Kopf, was ich anziehe und wie ich mich verhalte und wie ich die Leute begrüße, und das war einfach anstrengend. Das Video findet ihr hier, und darunter gibt es noch eins von Die Frage mit Toni, die mit Selbstverletzung die Krebserkrankung ihres Vaters verarbeiten wollte.